Hallo zusammen, ich bin Martin Kern, der Social Media Manager von RAL und ich habe mich heute verabredet mit Frau Cordula Bahm vom Farbatelier Raum für Farbe in Karlsruhe. Hallo Frau Bahm und schön, dass wir heute ein paar Minuten miteinander sprechen können. Ja, hallo Herr Kern. Schön, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Sehr Gespräch. gerne. Freue mich sehr. Wir sprechen heute ganz kurz über das Thema neue Farben in der Farbsammlung RAL Classic. Eine der beiden neuen Farben, die seit kurzem dabei ist RAL 9012 Reinraum Weiß. Frau Bahm, Sie haben den Farbton Reinraum Weiß zusammen mit Herrn Alfred Schleicher entwickelt. Was macht den neuen Farbton Reinraum Weiß, denn es gibt ja schon einige Weißtöne, denn so besonders? Das Besondere am Rheinraumweiß ist, dass es eben den speziellen Anforderungen im Rheinraum ideal gerecht wird. Also das ideale Weiß im Rheinraum sollte hell, klar und freundlich sein und darüber hinaus natürlich auch rein wirken. Und das ist eben bei dem neuen Rheinraumweiß gegeben, weil es eine ganz leichte Gelbnuance hat und damit einfach eine angenehme Raumatmosphäre schafft und auch die Sehbedingungen im Raum verbessert. Mhm. Und darüber hinaus, was war so der Ursprung, dass Sie gesagt haben, Mensch, wir müssen dafür jetzt, wir können nicht einfach eine bestehende Farbe nehmen, sondern wir müssen dafür eine neue RAL-Standardfarbe entwickeln. Was war da der Anlass? Ja, das Problem war tatsächlich, dass wir natürlich auf bestehende Farben bei unseren Farbplanungen zurückgegriffen haben. Es gibt von den verschiedensten Herstellern in den unterschiedlichen Farbpaletten schon Farbtöne, Weißnuancen, die diesem idealen Farbton nahe kommen. Das Problem war dann die Kompatibilität in der Umsetzung. Das heißt, die Hersteller konnten die verschiedenen Materialien nicht gut zusammenbringen. Also es gibt einen Farbton dann vielleicht als Wand- oder Deckenfarbe, vielleicht aber nicht als Pulverbeschichtung. Und dann konnte kein Hersteller diese Farbgenauigkeit garantieren. In der Folge wurden uns dann Lieferzeiten genannt, die für den Bauherrn überhaupt nicht mehr in Frage kommen, eben aufgrund dieses angeblichen Sonderfarbtons. Also zum einen hohe Lieferzeiten und natürlich auch extreme Mehrkosten für diese Sonderfarben. Und also jetzt im Vergleich zu Farben, die eben aus einer Standardpalette frei wählbar Mhm. wären. Und so entstand irgendwann die Notwendigkeit, dieses ideale Weiß für Reinräume sollte zum Standardfarbton werden. Und dann sind Sie zu RAL gekommen, worüber wir uns sehr freuen. Genau, denn RAL bietet eben die Möglichkeit dieser Standardisierung und das macht es den Herstellern der verschiedenen Bauteile möglich, diesen idealen Farbton, sprich das Reinraumweiß, in die Standardfarbtonpalette mit aufzunehmen, dass man Mhm. eben diese Aufpreise für Sonderlösungen nicht mehr hat. Mhm. Verstehe. Der Name Reinraum Weiß suggeriert so ein bisschen die Anwendung ausschließlich im Reinraum. Würden Sie sagen, nein, man kann weit über den Reinraum hinausgehen, beispielsweise eine Anwendung im Büro oder vielleicht sogar in der eigenen Wohnung? Sie sehen, bei mir ist auch weiß im Hintergrund. Ähm, also kann man über den Reinraum mit dem Reinraum Weiß hinausgehen in der Anwendung? Das kann man auf jeden Fall. Also Reinraumweiß ist nicht nur für den Reinraum, wie der Name sagt, ideal, sondern eigentlich für alle industriellen Fertigungsanlagen und überall da, wo Reinheit auch optisch signalisiert werden soll. Sprich, in Krankenhäusern, in Arztpraxen würde ich es ebenfalls anwenden wollen. Hier allerdings je nach Nutzungsbereich, also jetzt nicht unbedingt im Krankenzimmer, da würde ich dann noch etwas wärmere, etwas wohnlichere Farben mit hinzufügen. Für Büros und private Wohnräume empfinde ich es jetzt nicht als ganz ideal, denn hier will ich ja keine sterile Atmosphäre haben. Hier will ich ja mehr Behaglichkeit haben. Also für private Räume würde ich eher Weiß- oder Gelbnuancen wählen, die einen stärkeren Warmanteil haben als das Reinraumweiß. Okay. Sie haben kürzlich in dem Magazin, jetzt muss ich einmal kurz nach rechts spicken, wie das Magazin heißt, Reinraumtechnik, das Magazin Reinraumtechnik. Da war ein Genau. Artikel drin, reine Farbe für reine Räume. Da haben Sie ja maßgeblich zu beigetragen, beziehungsweise Sie haben mehr oder weniger auch da ein Interview gegeben und haben gesagt, Richtig. es gibt Unterschiede in der Anwendung in Reinräumen von verschiedenen Weißtönen und es kann auch zu Problemen führen, je nachdem, welchen Weißton man verwendet. Wie kann man sich das vorstellen?
ist doch eigentlich ein guter Ton, sage ich mal. Wie kann das zu Problemen führen? Ja, das Problem ist, verwende ich Weißtöne ohne eigenen Farbanteil, das wirklich keine anderen Farbanteile als Weiß drin hat. Dann habe ich die Problematik, dass diese Weißtöne noch stärker als alle anderen Farben ihre Umgebungsfarben reflektieren. Das heißt, auch das Tageslicht. Und Tageslicht ist im Mittel eher trüb und grau. Und vor allem in Bezug auf die Decke wird das dann zum Problem. Die Decke ist immer die dunkelste Wand eines Raumes, die sowieso etwas grauer wirkt. Und wenn dann noch graues Tageslicht eingespiegelt wird, wirkt die Decke wirklich vergraut und trist und nicht sonnig, hell und warm und angenehm. Und das wirkt sich letztlich ganz massiv auf die Stimmung der Mitarbeiter in einem Reinraum aus. Dazu kommt, dass die Sehschärfe des menschlichen Auges mit gelblichem Licht am besten ist, also am höchsten ist, und mit bläulichem Licht am geringsten. Das heißt, durch den gelblichen Anteil im Reinraum Weiß verbessere ich auch die Sehschärfe und kann damit Fehlerquellen verringern, Unfälle reduzieren und eben auf der anderen Seite das Wohlbefinden steigern. Und das wiederum kann zu einer deutlichen Reduzierung von Krankheitsarten führen. Mhm. Okay, also das sind tatsächlich ja sehr weitreichende Effekte, was die Farbe angeht. Was mich auch so ein bisschen zu meiner letzten Frage schon bringt, die Wirkung von Farbe auf den menschlichen Organismus so im Allgemeinen. Ich weiß, dass Sie sich sehr viel auch mit dem Thema beschäftigen. In Ihren eigenen Worten ganz kurz zusammengefasst. Wie kann man, ja, wie kann Farbe auf den menschlichen Körper wirken, auf den menschlichen Körper und den Geist jetzt losgelöst von Reinraum Weiß? Ja, das ist ein sehr spannendes und sehr komplexes Thema, denn es gibt verschiedene Faktoren, sowohl psychologische als auch physiologische, die den menschlichen Körper beeinflussen. Nehmen wir zum Beispiel das Auge. Es gibt natürlich die optische Sehbahn, davon weiß jeder. Es gibt aber auch noch energetische Nervenfasern, durch die Reize, die auf das Auge auftreffen, ins Gehirn weitergeleitet werden. Und das wird dann an die verschiedenen Hirnareale weitergeführt. Und das hat massiven Einfluss auf unseren Stoffwechsel. Das heißt, unser Hormonsystem ist unter anderem auch durch Farbwirkungen beeinflusst. Mhm. Es ist also wirklich und natürlich kommt dann noch die assoziative Wirkung von Farbe dazu. Jeder Mensch verbindet mit bestimmten Farben irgendetwas, was er mal erlebt hat. Also es ist wirklich ein sehr komplexes System aus physiologischen und psychologischen Faktoren, die die Gesamtwirkung von Farbe nachher ausmachen. Und Farbe nicht gezielt einzusetzen und Farbgestaltung nicht zu nutzen, heißt eine eigentlich kostenneutrale Chance zu verschwenden, zu verschenken, um den hohen Wert von einer teuren Industrieanlage oder eines Reinraums deutlich zu machen. Sprich, wenn ich rechtzeitig genug mit einer Farbplanung beginne, dann habe ich nur Vorteile. Das war für mich ein sehr schöner Schlusssatz. Ich würde mich an dieser Stelle schon mal bedanken wollen für für das kurze Gespräch zum Thema Reinraum Weiß und generell Wirkung von Farbe. Frau Bahm, ich Sehr wünsche Ihnen gerne. alles Gute, bleiben Sie gesund und ich denke, wir sehen und hören uns bald wieder. Machen Sie es gut. Vielen Dank, Herr Kern. Für Sie auch alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.